In diesem Video wollen wir uns mit dem Thema zweite Staatsbürgerschaft befassen, Zweitpass, aber eben hier spezifisch um eine zweite Staatsbürgerschaft, nicht durch ein sogenanntes Citizenship by Investment, wo ich also zum Beispiel einem karibischen Staat hier wie Grenada oder sowas oder St. Kitts hier eine Summe bezahle, 100.000 Euro, 200.000 Euro, sondern eben andere Möglichkeiten an eine zweite Staatsbürgerschaft zu kommen. Zum Beispiel eben Heirat, Einbürgerung und so weiter und so fort. Damit wollen wir uns heute befassen. Grundsätzlich vielleicht zur Frage, warum ist eine zweite Staatsbürgerschaft möglicherweise wichtig? Nun, hier gibt es verschiedene Dinge, die man beachten könnte. Wir gehen ja letztlich irgendwann davon aus, dass es zu einer Besteuerung der Staatsbürgerschaft kommen wird, auch in Deutschland. Zum Teil gibt es ja auch schon. Ich sage ja nur zum Beispiel Erbschaftssteuer, Schenkungssteuer, weiter beschränkte Steuerpflicht. Die hängen alle an der Staatsbürgerschaft. Aber was soll der Staat ansonsten machen? Es ziehen immer mehr Leistungsträger weg, gehen ins Ausland. Es bleibt also nur letztlich die Besteuerung der Staatsbürgerschaft, wie es ja die USA schon immer so gemacht haben. Also das wird zum einen kommen. Möglicherweise wird es auch EU-weit so eingeführt werden. Das ist ganz klar. Das heißt, man sollte sich überlegen, ob man als zweite Staatsbürgerschaft tatsächlich nun eine EU-Staatsbürgerschaft will. Ich wäre dort jetzt nicht unbedingt so kritisch. Ich meine, wir wissen ja alle, nur weil die Steuerverwaltung in Deutschland funktioniert, heißt ja deswegen nicht, dass sie in anderen Ländern genauso gut funktioniert. Ja? Also ob das dann wirklich mit der Besteuerung der Staatsbürgerschaft so streng dann tatsächlich in jedem Land umgesetzt werden würde und so effizient, muss man tatsächlich sehen. Ja? Aber wie gesagt, also das ist das eine Thema, Besteuerung der Staatsbürgerschaft. Irgendwann mal könnte die kommen. Was kann ich dagegen tun, die zu vermeiden? Und wir haben es natürlich auch zum Beispiel während der Covid-Zeit gesehen. Dort war man ja letztlich aufgeschmissen, vielfach, wenn man in ein Land wollte und dort keine Staatsbürgerschaft hatte, dann konnte man dort nicht hin. Also hier kann auch die zweite Staatsbürgerschaft eine echte Option sein, wenn einem jetzt das Katastrophenhandling oder das Krisenhandling des eigenen Landes nicht so gut gefällt und man ansonsten nicht wirklich in ein anderes Land kommt. Der dritte Aspekt der zweiten Staatsbürgerschaft ist zu sagen, dass vielleicht die zweite Staatsbürgerschaft aus anderen Gründen Sinn macht, weil sie manche Reisetätigkeiten und so weiter vielleicht erleichtert. Ja. Also ich brauche zum Beispiel für bestimmte Länder kein Visum. Hier ist jetzt natürlich der deutsche Pass hervorragend. Den kann man dort jetzt hier fast nicht schlagen. Aber wie gesagt, möglicherweise braucht ja deine Ehefrau, dein Ehemann einen Zweitpass und gar nicht du selbst oder irgendjemand anders, den du kennst. Und dann ist das schon ein Thema. So, wir wollen uns jetzt heute in diesem Video, wie gesagt, mit Möglichkeiten befassen, diese Staatsbürgerschaft zu bekommen, ohne jetzt hier ein Investment tätigen zu müssen. Hier haben wir grundsätzlich 4 verschiedene Möglichkeiten, wie man eine solche zweite Staatsbürgerschaft bekommt. Und wir gehen jetzt auf alle gleich mal ein. Erste Methode durch Blutsverwandtschaft. Ja. Also das heißt, du hast zum Beispiel Blutsverwandte in dem Land oder du hast Vorfahren in dem Land, ein Großvater kam aus einem bestimmten Land und deswegen hast du ein Recht, dort einen Pass zu bekommen. Verschiedene Länder haben dort verschiedene Regelungen. Wir gehen gleich auf die Details ein. Musst du dazu in diesem Land wohnen? Nein, das musst du nicht. Der Pass steht dir zu aufgrund der Blutsverwandtschaft, nicht weil du in dem Land wohnst. Musst du einen Sprach- und Geschichtstest im Land machen? Möglicherweise. In manchen Ländern ist das erforderlich. Und wie schnell kommt man an einen solchen Pass? Innerhalb von einem Jahr normalerweise. Hier wird jetzt natürlich schnell deutlich, warum die Citizenship by Investment Programme so beliebt sind. Dort bekommst du normalerweise innerhalb weniger Monate einen Zweitpass und musst nicht warten. Wir haben jetzt hier gesehen schon ein Jahr. Das wird manchmal dann noch viel länger, da kommen wir dann gleich nochmal dazu. So. Eine weitere Möglichkeit, hier einen Pass zu bekommen, ist durch Einbürgerung. Also du lebst in einem Land eine bestimmte Anzahl von Jahren und bekommst dann dort die Staatsbürgerschaft. Sie wird dir angeboten, du kannst sie annehmen. Dazu musst du natürlich in dem Land wohnen. Das heißt, das kannst du nicht aus der Ferne machen, wie bei der Blutsverwandtschaft. Normalerweise musst du einen Sprach- und Geschichtstest machen. Und je nach Land kriegst du auch hier den Pass schon, die Einbürgerung schon nach einem Jahr. Eine weitere sehr beliebte Möglichkeit ist natürlich die Ehe. Ja? Das heißt also, dort musst du normalerweise 2 Bedingungen erfüllen. Du musst rechtsgültig verheiratet sein und du musst auch wiederum in dem Land wohnen. Möglicherweise ist auch hier ein Sprach- und Geschichtstest notwendig.
Zum Teil bekommst du aber hier schon die Staatsbürgerschaft tatsächlich am Tag der Ehe oder einen Tag später. Ja? Also das ist ein sehr schneller Weg hier tatsächlich eine Staatsbürgerschaft zu bekommen, wenn du eine Person heiratest, die eben hier aus diesem Land entsprechend kommt, wo du die Staatsbürgerschaft haben möchtest. Und schließlich gibt es auch die Staatsbürgerschaft für besondere Verdienste, insbesondere im Bereich der Kultur und Wissenschaft. Manchmal musst du im Land wohnen, manchmal nicht. Manchmal musst du einen Geschichtstest machen, manchmal nicht. Das ist natürlich jetzt sehr speziell, wird hier für die meisten, denke ich, nicht zutreffen. Also das heißt, wir haben grundsätzlich diese 4 Optionen: Blutsverwandtschaft, Einbürgerung, Heirat, besondere Verdienste. Ja? Die wollen wir uns mal alle jetzt näher im Detail anschauen. Also zunächst mal die Staatsbürgerschaft nach Herkunft, die sogenannte Blutsverwandtschaft. In einigen Ländern gibt es ein Blutgesetz. Ein Ausländer kann einen Pass erhalten, wenn er seine Verwandtschaft mit dem Staatsbürger bestätigt. Zum Beispiel kannst du die spanische Staatsbürgerschaft erhalten, wenn mindestens ein Elternteil spanischer Herkunft ist bzw. spanischer Staatsbürger ist. Und das gibt es natürlich in ganz vielen Ländern so. Die Staatsbürgerschaft durch Repatriierung, eine Variante davon, wird bei der Rückkehr in das historische Heimatland erworben. So können beispielsweise rumänische Staatsangehörige als Bürger der Republik Moldau, der Ukraine, Russlands und Weißrusslands wieder eingebürgert werden, deren blutsverwandte Eltern oder Großeltern zwischen 1918 und 1940 auf dem rumänischen Staatsgebiet geboren wurden. So, dieser Passus ist vielleicht für Deutsche nicht interessant, aber für Russen oder auch für Ukrainer, wenn man sich die aktuelle Situation überlegt und was da gerade passiert, kann das natürlich sehr interessant sein. Ja, wenn also deine Großeltern oder Eltern in Rumänien geboren wurden, dann kannst du dort letztlich als Russe oder Ukrainer einen rumänischen Pass bekommen und hast damit einen EU-Pass. Ja, also sehr interessant. Vereinfachte Programme zur Erlangung der zweiten Staatsbürgerschaft durch Repatriierung gibt es in Bulgarien und Polen. Von diesen Ländern können Sie innerhalb eines Tages einen Pass erhalten. Die Teilnahme am deutschen Repatriierungsprogramm dauert über 2 Jahre. Die Repatriierung ist kostengünstig, aber nicht der schnellste Weg zur zweiten Staatsbürgerschaft. In Bulgarien kostet die Repatriierung 3.000 €, in Rumänien 2.500 €. Es ist nicht erforderlich, im Land zu leben oder die Sprache zu beherrschen. Wir kennen das Ganze natürlich auch zum Beispiel von einigen Prominenten. Ja. So konnte zum Beispiel Roman Abramovic, und darüber haben wir auch auf der Webseite geschrieben, als er ja hier große Probleme hatte, als Russe wieder ein Visum für UK zu bekommen, sich einfach einen portugiesischen Pass besorgen. Denn seine Vorfahren, er ist ja Jude, wurden in Portugal im 16. Jahrhundert hier verfolgt. Und Nachfahren dieser Verfolgten erhalten heute dort einen Pass. Ebenso konnte er sich auch einen Pass in Israel besorgen. Das ist eine weitere Variante übrigens, Religion könnte man sagen. Denn in Israel kann ja jeder Jude einen Pass, eine Staatsbürgerschaft bekommen. Ganz egal, ob er jüdischer Herkunft ist oder jüdischen Glaubens ist. Also hier muss man einfach bei diesem Thema seine Vergangenheit gut kennen und dort vielleicht mal ein bisschen schauen. Ja? Wir haben zum Beispiel Mandanten, die haben herausgefunden, dass ihre Großeltern Kanadier sind, die können sich möglicherweise jetzt einen kanadischen Pass besorgen. Ja, da gibt es also alle möglichen Vorteile und auch viele Möglichkeiten, denen man sich ansonsten nicht so bewusst ist. Ja, oftmals reicht es schon aus eben, wenn die Großeltern, wie gesagt, hier andere Staatsbürger waren. Also hier lohnt es sich mal in die Vergangenheit zu schauen. Wir kommen zur nächsten Kategorie, die Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung. Eine andere Staatsbürgerschaft bekommen durch Einbürgerung ist definitiv am einfachsten. Um eine zweite Staatsbürgerschaft durch Einbürgerung zu erhalten, musst du offiziell in dem Land leben. Die Mindestdauer hängt von der Gesetzgebung des Landes ab. Welche Staatsbürgerschaft bekommt man am einfachsten? Es ist die argentinische. Dort reichen schon 2 Jahre Aufenthalt aus. Ein paar andere Länder, wo man die Staatsbürgerschaft recht schnell erhalten kann. USA 3 bis 5 Jahre, Brasilien 4 Jahre, Russland 5 Jahre, Schweden 5 Jahre, Portugal 5 Jahre, Kanada 7 Jahre, Norwegen 7 Jahre, Dänemark 7 Jahre, Deutschland 8 Jahre, Schweiz 10 Jahre. Normalerweise sieht das Einbürgerungsverfahren so aus. Ein Ausländer erhält ein Visum, um in das Land einzureisen und dort zu arbeiten oder zu studieren. Wenn du beispielsweise an einer australischen Universität studierst, kannst du ein befristetes Einwanderungsvisum erhalten für einen bestimmten Zeitraum, und zwar von 1,5 bis 4 Jahren und danach eine unbefristete Niederlassungsbewilligung.
Diese kannst du später in eine australische Staatsbürgerschaft umwandeln. Nach der legalen Einreise kannst du eine Aufenthaltsgenehmigung beantragen. So, hier kannst du zum Beispiel ein finanziell unabhängiger Kosmopolit sein, der mit einem D7-Visum nach Portugal einreist. Nach einigen Jahren Aufenthalt mit der Aufenthaltsgenehmigung beantragst du dann einen Daueraufenthalt oder eben sofort die Staatsbürgerschaft. Das Vorhandensein eines festen Arbeitsplatzes, das Nicht-Vorhandensein von Problemen mit dem Gesetz, die Kenntnis der Sprache, Geschichte und Kultur werden vielfach überprüft. Damit bestätigt eine Person, dass sie sich in die Gesellschaft integriert hat und wirklich auch hier Teil der Gesellschaft sein will. Nach den Bedingungen des Einbürgerungsprogramms in Kanada zum Beispiel musst du mindestens 6 Jahre im Land gelebt haben, Geschichts- und Englischkenntnisse nachweisen und nicht vorbestraft sein. Die Pflichten eines kanadischen Staatsbürgers musst du ebenso kennen und eine höhere Ausbildung haben und beruflich tätig sein. Ein wichtiger Punkt hier, den ich hier mal kurz noch so dazwischen erwähnen möchte, ist natürlich, dass du als deutscher Staatsbürger die deutsche Staatsbürgerschaft automatisch verlierst, wenn du eine Staatsbürgerschaft annimmst eines Landes, das nicht zur EU gehört oder nicht die Schweiz ist. Wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten willst, obwohl du eben von einem Nicht-EU-Land eine Staatsbürgerschaft annehmen möchtest, dann musst du eine Beibehaltungsgenehmigung beantragen und nur dann kannst du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten. Ansonsten verlierst du sie automatisch. Das ist also sehr wichtig für Deutsche zu beachten. Du musst vorher beantragen, dass du die deutsche Staatsbürgerschaft behalten kannst, ansonsten verlierst du sie. So, jetzt kommen wir aber zur nächsten Kategorie, nämlich die Staatsbürgerschaft durch Heirat. Du kannst eine Staatsbürgerschaft erhalten, wenn du den Bürger eines Landes heiratest. Das ist vielfach so gegeben. Die Dauer hängt von dem Staat ab, in dem die Ehe registriert wird. In Italien musst du zum Beispiel mindestens 2 Jahre lang offiziell zusammenleben, in Spanien 1 Jahr, in der Schweiz sind es 6 Jahre. Auch hier ist Argentinien wiederum Spitzenreiter. Du kannst schon am nächsten Tag nach der Heirat eines Argentiniers oder einer Argentinierin die argentinische Staatsbürgerschaft beantragen. Interessanterweise ist für die Eheschließung in Schweden keine offizielle Registrierung erforderlich, aber die Einwanderungsbehörden werden die Ehegatten 2 Jahre lang mit Kontrollen besuchen. Es ist möglich, durch eine Heirat eine zweite Staatsbürgerschaft zu erhalten, wenn die Ehe echt ist. Die Länder führen zusätzliche Kontrollen ein, um denjenigen keine Pässe auszustellen, die nur eine Scheinehe eingegangen sind. So, kommen wir nun zur letzten Kategorie, der Staatsbürgerschaft für außergewöhnliche Leistungen. Hier wird also die Staatsbürgerschaft ausgegeben für Beiträge zur Kunst und zur Wissenschaft oder aber auch für hervorragende Verdienste im Bereich des Sports. Die Staatsbürgerschaft für besondere Verdienste kann zum Beispiel in den Vereinigten Arabischen Emiraten erworben werden. Sie wird Wissenschaftlern, Ärzten, Ingenieuren, Künstlern und ihren Familien erteilt. Der Antragsteller muss die Genehmigung des entsprechenden Ministeriums in den VAE einholen. Gut, wie gesagt, diese letzte Kategorie wird für viele sicherlich jetzt eher unerreichbar sein. Tatsächlich gibt es einige Möglichkeiten, hier eine zweite Staatsbürgerschaft zu bekommen, auch ohne dass du jetzt hier einen großen Betrag investierst. Es braucht allerdings natürlich Zeit und auch Planung auf deiner Seite, insbesondere wenn es um so Dinge geht, wie zum Beispiel jetzt Heirat oder eben auch Einbürgerung, weil du in einem bestimmten Land für mehrere Jahre wohnst. Das geht nicht über Nacht. Also ich würde dir vorschlagen, wenn dich das Thema zweite Staatsbürgerschaft interessiert, dann mach doch zunächst Folgendes. Schau erstmal in deiner Vergangenheit, schau erstmal in deiner Familie nach. Gibt es da irgendwie jemanden, der aus einem anderen Land kommt? Grundsätzlich kann man sagen, alles bis zur Großelterngeneration ist interessant. Schau dir zunächst mal solche Dinge an, weil diese Staatsbürgerschaften kannst du letztlich beantragen, ohne dass du irgendwas dafür tun musst, ohne dass du in dem Land selbst wohnen musst. Du kannst sie auch aus der Ferne beantragen. Zweiter Weg ist die Einbürgerung. Viele können sich sicherlich vorstellen, in einem Land zu leben für ein paar Jahre und dann hier den zweiten Pass zu erhalten. Es gibt natürlich auch noch viel mehr Länder als die wir jetzt hier aufgeführt haben. Zum Beispiel in Malta reichen auch nur 4 Jahre aus, damit du die maltesische Staatsbürgerschaft bekommst. Ja, gut, das wäre jetzt wieder innerhalb der EU. Ja. Also hier kannst du durchaus planen, aber wie gesagt, man muss hier von langer Hand planen. Hier geht nichts über Nacht. Und für alle, die es eben recht eilig haben, ist dann eben immer noch die sogenannte Citizenship by Investment hier ein besonders guter Weg. Hier dauert es in der Regel nur mehrere Monate, vielfach weniger als ein halbes Jahr. Wenn dich das Thema zweite Staatsbürgerschaft interessiert und du auch an einem Zweitpass interessiert bist, würde ich mich freuen, dich in einem Beratungsgespräch kennenlernen zu können.
Link packe ich hier unten in die Beschreibung mit rein. Mein Team und ich helfen seit fast 20 Jahren Mandanten dabei, im Ausland zu leben, ins Ausland umzuziehen, dort ihre steuerliche Situation zu optimieren. Und natürlich das Thema zweite Staatsbürgerschaft oder dritte, vierte Staatsbürgerschaft ist immer hoch im Kurs. Und natürlich, je mehr hier in Europa passiert, das uns nicht gefällt, desto wichtiger wird hier die Diversifizierung. Ich freue mich, dich kennenzulernen. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.